freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es freut mich sehr, dass ich dieses Video heute drehen darf. Denn heute geht es um den Griff Regional Manager von Wattus Junkyard. Mein Auftrag heute, beide Griffe zu installieren und einen dritten, der nicht bei mir gelandet ist, im Grunde auch zu installieren, denn ich soll eine Plug-and-Play-Version praktisch des Chassis erstellen. Das heißt, ich entwerfe das Chassis, installiere es und am Ende des Tages wird man das Chassis einfach in den dritten Griff einsetzen können und es funktioniert. Kommen wir aber erstmal zum Griff selber. Ich habe den Griff hier nicht komplett als Doppellichtschwert jetzt mal zusammengebaut. So kann ich euch das Ganze leichter zeigen, wenn er auseinander gebaut ist, praktisch als Damaged Version. Deswegen sehen wir hier jetzt auch den Kristall, aber fangen wir vorne an. Wir haben hier den Emitter, ohne dass wir jetzt hier die 7/8 Zoll Klinge einsetzen können. Hier gibt es natürlich noch die Alternative, eben mit Loch in der Mitte. Das ist praktisch nur für das Display. So, das Ganze kann man hier tauschen. Der ist gerade noch leer. Die Chassis liegen hier links neben mir. Aktivierungsbutton, AUX-Button. Hier haben wir die Feststellschraube später für das Chassis. Unter diesem Dichtring liegt eine Madenschraube, die wird gar nicht benötigt. Also in meiner Version des Chassis braucht man die nicht mit meiner Lösung. Kann sein, dass jemand anders eine andere Lösung haben möchte und dann kann er das benutzen im Grunde. Also hier ist irgendwo ein M3-Gewinde für eine Madenschraube versteckt. Dann haben wir hier eine weitere Feststellschraube, die dient dazu, dieses Teil, praktisch die den beschädigten Knauf praktisch hier am Griff zu fixieren. Ebenso wie diese Schraube. Dann haben wir hier zwei Bullaugen. Ich nenne die einfach mal Bullaugen. Das sind im Grunde LEDs ohne Dioden darin, die lichtdurchlässig sind. Das heißt, ich kann hier unten im Chassis eine Akzent-LED platzieren, die dann entsprechendes Licht halt durchscheinen lässt. Das kann ich natürlich bestimmen, wie ich möchte. Dann kommen wir hier zu diesem schicken Teil. Ich drehe das hier mal ab. So. Das ist jetzt nämlich die Sicht auf den Kristall. Na, so. Also diese Schraube hier, die wird man kürzen müssen, damit das vernünftig aussieht, damit ich hier diesen Einsatz praktisch einklemmen kann. Und normalerweise habe ich hier jetzt noch steht die Schraube noch mal 2 mm höher. Und auch diese Unterlegschraube, die habe ich angeklebt. Denn den Punkt zu treffen, dass ich diesen Einsatz hier festklemme und gleichzeitig auch die Unterlegscheibe, das ist für mich nicht möglich, deswegen einfach ankleben und gut ist. Die Scheibe tut immer noch ihren Dienst. So, hier haben wir jetzt dieses sehr schön detaillierte Teilchen eben mit diesem durchsichtigen Kristall. Das sehen wir auch da hinten. Das wird wunderbar leuchten, wenn da einmal das Chassis verbaut ist. Was natürlich aber die Schwierigkeit mit sich bringt, normalerweise sind wir es ja gewohnt, dass ein Speaker nach unten scheint, da eine LED vorzubauen, damit das Ganze leuchtet. Und wir haben hier einen Durchmesser von, ich glaube es waren 27 mm, also eigentlich würde hier locker ein 25er oder 24 mm Speaker reinpassen, aber wir wollen ja, dass unser Kristall hier leuchtet. Und da war dann einfach die einzige Möglichkeit, zumindest für meine Fähigkeiten, dass ich hier einen 22 mm Speaker benutze, um an dem Speaker vorbeizukommen, um dann hier die Kabel praktisch zu den LEDs zu leiten. Da kommen wir aber später zu, wie das Ganze dann aussieht in der Lösung. So, das Ganze wieder eingebaut und dann hier wieder festgeklemmt und hier passiert nichts mehr. Also, wenn ich dieses Teil hier jetzt lösen möchte, löse ich den hier. Hier könnte ich auch im Grunde drüber nachdenken, nicht diese Unterlegscheibe hier anzukleben, dann verliere ich die nicht immer. Und hier die wird auch gelöst. Das gleiche mache ich an dem Griff hier und schon kann ich hier dieses beschädigte Endstück, also beschädigt, das ist hier auch schräg abgeschnitten, eben um zu suggerieren, dass ich hier einmal mit dem Lichtschwert durchgegangen bin, wie Obi-Wan in Episode 1, um das Doppellichtschwert zu teilen. Und wir sehen hier, also das ist hier mal auf die Qualität eingehen, um hier auf die Qualität einzugehen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Guckt euch das einfach mal an. Wir haben hier diese übrig gebliebenen Lamellen praktisch, damit die hier sauber eingeführt werden können, damit es hier kein Verrutschen gibt. Auch hier die Bohrungen und die Gewinde,
Die liegen hier 1A übereinander. Also ich führe das hier drauf und dann gibt es hier kein Verrutschen mehr. Drauf, festschrauben, fertig. Also das ist wirklich Qualitätsarbeit. Auch hier, dass man hier nochmal mit der Fräse hier einmal da die Ecken praktisch, normalerweise, also ein Fräser ist ja nichts anderes als ein Bohrer, der ist rund. Und wenn ich hier in die Ecke reingehe, habe ich immer noch einen Radius stehen. Und damit ich diesen Radius hier nicht stehen kann und hier mit einer scharfkantigen Ecke praktisch auf dem Radius liegen bleibe, gehe ich hier nochmal rein und setze hier diese Vertiefungen. Also das ist hier alles bedacht worden. Das ist absolut großartig. Also Qualität her, Wahnsinn. Die Buttons habe ich erwähnt. Hier ist meine 7/8 Zoll Klinge und hier irgendwo sitzt dann auch meine Madenschraube, um die Klinge zu fixieren. Den Griff gibt es natürlich jetzt zweimal. Einmal mit dem Covertech, das sehen wir dann hier auf der Rückseite. Da. Diese Schraube muss auch gekürzt werden um, ich weiß nicht, 2 mm, maximal 2 bis 3, damit das Chassis daran vorbeikommt. Ja, und jetzt würde ich einfach mal sagen, ich habe hier schon die Chose gelöst. Gucken wir mal auf die Lösung meines Chassis. Heute kommt es mit CFX, ein andermal vielleicht mal als Profi. Halt, stopp, bevor ich aufs Chassis gehe, hier noch das Kupplungsstück, um beide Griffe miteinander zu verbinden. So, das machen wir einfach mal kurz, weil das ist es, was diesen Griff ja auch so besonders macht. So, ich habe jetzt gerade mal das Kupplungsstück noch dazwischen gesteckt, um euch zu zeigen, wie lang der Griff ist. Die Länge des zusammengesetzten Griffes beträgt 53 cm, also das ist ordentlich. Aber ja, ist halt ein Doppellichtschwert, was will man sagen. In dem Kupplungsstück hier habe ich hier auch nochmal Venting Holes. Die sieht man jetzt hier nur sehr schwer, weil schwarz auf schwarz, da. Zum Beispiel. Also wenn man den Sound dann rauslassen will, dann, weiß ich nicht, entweder ganz abnehmen oder hier ein bisschen zur Seite. So. Ansonsten hält das dicht und da wird nicht viel entweichen. Ich habe jetzt diese Schraube jetzt mal nicht reingesetzt und hier auch nicht, aber die rote und diese Schraube und hier auf der anderen Seite natürlich auch halten das Ganze hier stabil und so, dass es hier kein Wackeln gibt. Klar gibt es jetzt hier ein Wackeln, weil ich hier jetzt lose Knöpfe drin habe, weil ich noch kein Chassis eingebaut habe. Aber so sieht das Ganze aus. Es ist wahnsinnig schön. Ein wahnsinnig schöner Griff und eine wahnsinnig gute Replik. Machen wir jetzt weiter mit dem Chassis, das ich dafür entworfen habe. Ein Eco-Chassis, angetrieben von einem CFX mit einem 18650er Akku. Dann haben wir hier den 22 mm Speaker. Der ist versenkt. So. Da. Und bleiben wir direkt hier unten. Wir haben hier unter diesem weißen Cover haben wir hier einen LED-Stripe sitzen. Den haben wir deswegen draufgesetzt, um das Licht besser, um eine bessere Diffusion des Lichts zu schaffen, sodass wir im Kristall praktisch hier keine punktuellen LEDs sehen, sondern dass das Licht besser gestreut wird. So, dann haben wir hier noch die zwei Akzent-LEDs, die kleinen Bullaugen beleuchten und die haben auch eine krasse Leuchtkraft. Also da muss man dann wenn es einem zu hell ist, an der Farbe ein bisschen basteln und die Helligkeit runternehmen. Beim CFX ist das jetzt nicht ganz so trivial, finde ich, weil man da mit BMPs arbeitet. Da gehe ich vielleicht auch noch drauf ein. Hier unser Kill-Switch und hier haben wir die zwei Buttons, die zwei Taster, die eben durch diese beiden ausgelöst werden. Unser NPXL-Konnektor, hier haben wir eine Nut, damit wir eben an den Buttons praktisch vorbei können. Und ja, SD-Kartenzugang, gerade ist keine drin, ich sollte mal gleich eine reinsetzen. Und ja, das ist die Lösung, die hier wunderbar reinpasst und ich hole mal gerade die SD-Karte, eine Sekunde. Gesagt, getan, die SD-Karte ist drin. Kill-Switch umlegen. Maul erwartet uns schon und wir haben das hier so programmiert, beziehungsweise ich habe es so programmiert auf Wunsch, dass im deaktivierten Zustand die LEDs hier, die Bullaugen praktisch pulsieren in weiß. Hier unten die Kristallkammer bleibt dunkel und sobald ich das Ganze aber aktiviere,
wird hier die Klinge gespiegelt da unten und das LED-Licht hier, die Bullaugen, die bleiben statisch weiß. Wenn es jetzt darum geht, das Chassis einzusetzen, dann ist es am einfachsten, also wir können es jetzt erstmal so probieren, dass die Buttons nach oben gucken, aber dann fallen die natürlich nach unten. Und dann blockiere ich, nein, ich blockiere mich hier gar nicht, das ist diese Schraube, die muss gelöst werden. Am besten ganz raus. Die fixiert nämlich am Ende auch mein Chassis. So, jetzt kann ich schon reinsetzen. So, die Buttons, es funktioniert hier gerade. Aber am besten wäre es eigentlich, wenn die Buttons nach unten gucken. So, dann blockieren die nämlich nicht meine Taster hier unten. Die stoßen da nicht dagegen an. Und auf Dauer ist es besser, wenn ich weniger Reibung da habe. So, und jetzt kann ich, das mache ich natürlich nicht nur per Hand, weil hier wird der Sitz jetzt ein bisschen fester, weil hier bohre ich mich praktisch, das ist natürlich praktisch schon vorgeschnitten, das Gewinde, in das Chassis rein. Also da gibt es kein Verdrehen mehr. Der Sitz ist recht fest. Also wenn ich hier, also das ist jetzt ein lockeres Drehen, hier einmal mit einem Innensechskantschlüssel einmal ein paar Mal rum, zack, und das Chassis ist fest. Da gibt es nichts mehr, was hier wackelt, weil da in dem Loch, in dem Chassis ist kein Spiel. Das Ganze wurde praktisch zusammengeschnitten und ich habe jetzt hier wunderbar hier, wie ich die Taster drücken kann und den Effekt auslösen kann. Das passt wunderbar. Hier funktioniert also alles. Deswegen setzen wir jetzt hier, ach, das ist einfach ein richtig schöner Griff, das Endstück rein. So, Sekunde. Das schneide ich am besten mal raus, wie ich das hier zusammenfriemel. Weil, ist ja nicht ganz unwichtig. Hier die nächste Schraube. Und dann kommt, das muss ich hier ein bisschen zusammenfummeln. Wie gesagt, das sollte man noch kleben, da diese Unterlegscheibe mit dem roten hier. So, also, klar, wirkt jetzt erstmal umständlich. Diese Schraube muss gelöst werden, wenn ich das Chassis rausziehen will. Diese Schraube muss gelöst werden und diese Schraube muss gelöst werden, damit ich hier erstmal den Knauf abziehen kann. Wirkt umständlich, trotzdem ist es das wert. Guckt euch das einfach mal an. Das sieht einfach wunderbar aus. Hier der Kristall wird perfekt beleuchtet. Hier auch. Wir haben hier noch keine Venting Holes, aber hier durch die 3 großen kann gebohrt werden. Es kann theoretisch auch durch diese roten Öffnungen kann auch noch gebohrt werden, dass der Ton ein bisschen besser rauskommt. So, wir hören ihn jetzt ein bisschen leise, aber ich habe den Ton auch nur auf 10% gestellt. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. So, ich war so frei und habe jetzt mal den Ton angepasst. Wir sind jetzt auf 40%. Und wir hören ihn schon sehr deutlich, obwohl wir hier keine Venting Holes haben. Ah, das ist, der Griff sieht einfach toll aus. Der sieht einfach toll aus. Liegt gut in der Hand. Mit einer Hand kann ich hier das Ding bedienen. Ja, ich bin schlecht in der CFX Konfiguration, was die Buttons angeht, wie ich den zu benutzen habe. Genau, hier haben wir den zweiten. So, der leuchtet natürlich genauso wie der andere, aber einmal haben wir Kyber Phonics und einmal haben wir den von K-Sith. Die BMPs, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, wenn man jetzt zum Beispiel also das war echt tricky, dem war ich mir noch nicht so ganz bewusst, wie man das macht. Um die Farben zu wechseln, macht man das praktisch und auch diesen Effekt herzustellen, dass das Ganze hier pulsiert zum Beispiel. Das macht man nicht durch eine Codierung wie beim Profi, indem man so einen Quellcode da reinschreibt und beziehungsweise man macht das ja selber nicht. Wir haben es ja sehr bequem, wir Profi-User. Fett263 hat diese wunderbare Seite erstellt, in dem wir uns eigentlich nur noch bedienen müssen an dem Code. Wir geben ein paar Informationen ein, wie zum Beispiel welche Farbe das Ding haben soll, ob das schnell oder langsam pulsieren soll und die Seite macht den Rest. Hier ist das Ganze ein bisschen anders. Hier müssen wir mit BMPs arbeiten. Das heißt, wir legen eine Grafik an und sagen jeden Pixel, wie er zu leuchten hat, zu welcher Zeit. Und das ist nicht ganz trivial. Ich habe es irgendwie hinbekommen. Ich kann hier jetzt mal ein paar Bilder zeigen praktisch. Wir haben hier den Idle Mode, das heißt, das Lichtschwert ist deaktiviert und wir sehen, es fängt, wenn wir jetzt hier in der Breite sehen, wir haben 5 LEDs.
weil die Bullaugen parallel geschaltet sind. Die machen immer genau das Gleiche. Und dann haben wir die 4 angehangenen LEDs, das sind die roten unten am Kristall. Und im Idle Mode wollen wir halt, dass das LED 2, 3, 4, 5, das sind die am Kristall, gar nicht leuchten. Deswegen ist hier alles schwarz. Und die erste LED, das sind beide Bullaugen, die fangen halt schwarz an und werden dann leicht heller und werden dann wieder dunkler. Und das Ganze wiederholt sich dann. So erklärt sich praktisch dieses BMP-File. So ein Pulsieren hinzukriegen ist recht einfach. Möchte ich aber irgendwelche Clash-Effekte oder sowas, dann muss ich hier immer einen Wechsel zwischen Schwarz und Weiß haben. Irgendwas sich nicht direkt wiederholendes, sondern etwas, was mehr random-like aussieht. Oder möchte ich hier noch ein paar Farbtupfer drin haben, dass da noch ein bisschen, ja, ein paar Farben eben reinkommen, weil gerade wurde ich mit dem Blaster erwischt und so weiter. Und da gibt es ein paar Beispiele schon in dem Default-Package für das CFX selber. Aber um sowas selber zu erstellen, ich weiß es nicht. Ich habe wahrscheinlich einfach zu wenig Erfahrung und sage erstmal aus mir heraus, mir ist es ein bisschen tricky, so viel Aufwand möchte ich da eigentlich nicht reinstecken, irgendwelche Bilder zu zeichnen, damit sie praktisch von meinem Lichtschwert wiedergespiegelt werden. Ich habe jetzt hier noch die 2 zusätzlichen Chassis, die ich installiert habe, natürlich für den zweiten Griff einmal und für den dritten, der gerade nicht hier ist. Aber das Ganze ist ja ein Plug-and-Play-System, bis auf die Schrauben, die man eventuell zu kürzen hat, und dann passt das. Das Chassis ist auch jetzt verfügbar auf meiner Etsy-Seite. Da poste ich ja so ziemlich jedes Chassis, was ich einmal für die großen Griffe veröffentlicht habe. Das kann man sich da runterladen. Auch in den Varianten für Profi und für das Golden Harvest Version 3. Ja, zum Abschied, was kann ich noch großartig erwähnen, was ich nicht schon gesagt habe? Also der Griff eben kommt mit diesem Kupplungsstück. Er kommt mit 2 verschiedenen Emittern. Einmal als Standalone im Regal und einmal eben, um eine Klinge aufzufassen. Dann mit der Kristallkammer, mit der durchtrennten, praktisch mit dem beschädigten Teil. Und mit einem herausnehmbaren Chassis im Grunde auch eine sehr bequeme Lösung, um an das Board zu kommen und um an den Akku zu kommen. Und der Ton ist eben bei Zweihändern immer so eine Sache. Wo soll er rauskommen? Wie gut klingt er? Habe ich Platz genug? Und so weiter. Und hier haben wir einfach nochmal die doppelte Schwierigkeit, dass wir noch diese Kristallkammer haben und eine LED davor bauen mussten. Aber dafür, dass wir einen 22 mm Speaker benutzen und dass wir noch diesen Kristalleinsatz haben und im Moment auch noch ohne Venting Holes, haben wir schon einen sehr guten Ton. Also dem würde ich gerade eine 7 geben und mit den Venting Holes, die da noch reinkämen, kommen wir bestimmt auf eine 8. Speziell im 22 mm Bereich ist das eine sehr gute Leistung. Falls ihr noch Fragen zum Griff habt, fragt am besten direkt bei Wattos Junkyard nach, wann der wieder zur Verfügung steht. Ich glaube, momentan ist er nicht im Shop, aber man kann sich vormerken lassen, wenn er wieder verfügbar ist. Ansonsten heißt es wie immer, abonniert gerne den Kanal, lasst gerne ein Like unter dem Video und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Wenn ich das Chassis einsetze, eben weil ich hier keine Federn habe, ist es am einfachsten, wenn ich den Griff nach unten lege. Na toll, jetzt ist es passiert. Ich habe hier... zum Kotzen.